Hallo und willkommen zum 9. Tag unserer USA-Tour, die durch den Yellowstone National Park in Wyoming führt. Wir sind hier im Shoshone Canyon auf dem Highway 14 Richtung Westen. Die heutige Tagesetappe beträgt 430 Kilometer oder 267 Meilen. Der Buffalo Bill Stausee dient der Bewässerung der trockenen Region. Wir begleiten den Shoshone River bis zum Nationalpark. Das ist die östliche Zufahrt des Yellowstone National Parks. Der Eintritt kostet happige $30 pro Motorrad und ist 7 Tage gültig. So lange wollten wir eigentlich nicht bleiben. Und für die reine Durchfahrt ist es ganz schön teuer. Diese Passstraße ist im Winter gesperrt. Das wundert uns nicht, denn jetzt, Anfang Juni, liegt noch eine Menge Schnee. Die Passhöhe beträgt 2600 Meter. Der Park hat riesige Ausmaße. 9000 Quadratkilometer. Er ist fast 4-mal so groß wie das Saarland. Im Jahr 1988 wüteten hier die größten Waldbrände der Geschichte. 3000 Quadratkilometer waren betroffen und Abermillionen Bäume wurden dadurch vernichtet. Wenn es auch ziemlich schlimm aussieht, hier gehören Waldbrände zum Ökosystem und werden nur bei Gefahr für Mensch und Siedlungen bekämpft. Dennoch muss man sich vor Augen halten, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis die Natur sich wieder komplett erholt hat. Der Yellowstone-See kommt in Sichtweite. Tatsächlich sind wir hier inmitten einer riesigen Caldera. Der letzte Ausbruch des Riesenvulkans liegt 640.000 Jahre zurück. Die Harleys haben bisher keinerlei Probleme bereitet. 500 Kilometer täglich sind bequem zu bewältigen. Leider wird während unseres Besuchs im Nationalpark viel gebaut. Die Harleys müssen durch den Dreck und die Wildtiere haben sich in die Wälder verzogen. Heute bekommen wir aber das volle Programm. Schnee, Kälte, Sonne und Regen. Der Vulkan bringt sich an vielen Stellen in Erinnerung. Die heißen Quellen und Geysire beweisen eindeutig seine Aktivität. Es stellt sich ein mulmiges Gefühl ein, da schon Touristen in dem heißen Wasser umgekommen sind. Außerdem hebt sich das Gebiet um ca. 2 cm pro Jahr.
Hier sind wir schon an der Südausfahrt des Nationalparks. Im Süden folgt auf den Yellowstone der Grand Teton National Park. Es handelt sich dabei um einen großen Gebirgskomplex. Wir fahren weiter auf dem Highway 191 nach Jackson, wo wir einen Stop einlegen wollen. Mal wieder Festtagsbeleuchtung. Der erste und letzte Kreisverkehr, den wir während der gesamten Tour gesehen haben. Jackson mit rund 10.000 Einwohnern liegt auf 1900 Meter Höhe im äußersten Westen Wyomings. Den Namen hat die Stadt von einem Pelzhändler, der um 1820 zeitweise hier lebte. Heute ist Harrison Ford der bekannteste Einwohner der Stadt. Er lebt ganz in der Nähe auf einer Ranch. Wir wollen zur Million-Dollar Cowboy Bar. Die historische Bar erinnert mit allerhand Schaustücken an den typischen Wild West. An der Theke nimmt man auf Sätteln Platz. Für uns ist das im Moment keine Option. Früher lebte man hier von Bärenfell und Bisonfleisch. Die seltsame Holzdekoration fällt besonders auf. Die ulkigen Formen sind Folge einer Wachstumsstörung von Pinien, die aus den umliegenden Wäldern kommen. Nach dem Essen nehmen wir die letzte Etappe des Tages nach Idaho Falls in Angriff. Es sind nur noch 150 läppische Kilometer. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.